Hallo, guten Tag. Heute machen wir die letzte Lektion von unserem Kurs, Lektion 12 aus unserem Lehrwerk Netzwerk Deutsch A2. Und bevor wir heute beginnen, möchte ich ganz kurz einen Überblick geben, was lernen wir alles in der letzten Lektion. Also ganz kurz, so just very quickly, today is the last, we are doing the last lesson of the textbook Netzwerk Deutsch A2, lesson 12. And we will begin with a brief overview of the lesson and then go on to a few of the Aufgaben or tasks or exercises that are there in the lesson and see the application of some of these grammatical elements that we are going to learn. Also, jetzt beginnen wir mit Lektion 12 heute. Ja? Was lernen wir? Wir lernen noch eine Art von Nebensätzen. So, there is one more type of clauses that we are going to learn today. Nebensätze mit damit und zu oder wozu, also auf die, als Antwort auf die Frage wozu. For what purpose? Okay, wozu. We will also, dann machen wir auch eine Ergänzung, dann machen wir auch eine Ergänzung zu den Relativsätzen. That is additional information or additional aspects of the relative clause. In the last lesson we have introduced the relative clause as a clause that relates to someone or something in the main sentence or the main clause, and we dealt with the relative clause in the nominative case. So we are going to learn, as you can see on the slide, Relativsätze im Akkusativ. Das heißt, wir können auch Relativsätze bilden, auch für das Akkusativobjekt in einem Satz. Ja? So wir ergänzen noch die Relativsätze, Nominativ und Akkusativ, und wir lesen Texte und lösen Aufgaben zu verschiedenen Aspekten von der Kultur, von der deutschen Kultur, aber auch von nicht-deutschen Kulturen. Ja, also das ist ja ein Überblick darüber, was wir jetzt in Lektion 12 lernen wollen. Okay. Beginnen wir mit zwei Texten. Ganz am Anfang von der Lektion haben wir verschiedene Texte über verschiedene Kulturen der Welt, und beginnen wir mit zwei Texten, die wir hier haben. Der erste Text ist ein ganz kleines Interview mit Petra Nagel, mit einer Frau, die ist Kulturwissenschaftlerin. Petra Nagel ist Kulturwissenschaftlerin und sie lebt in Stuttgart. Ja, Kulturwissenschaftlerin und sie lebt in Stuttgart. Der Titel lautet typisch, oder? Typisch, typical. Ja? Etwas ist typisch deutsch or typically Indian, as we say, or this is typical of Americans, etc. So, any other word that comes to your mind? Cliché, yes, Clichés, Stereotypes, Clichés, typisch. Ja, wir lesen jetzt die Texte oder zwei von diesen Texten und sehen wir mal, was wir da alles lernen. Also die Frage an Petra Nagel. Sie waren gerade wieder in Äthiopien. Sie waren gerade wieder in
Äthiopien. Was hat Sie am meisten beeindruckt in Äthiopien? Also Äthiopien ist ja in Afrika. Was hat Sie am meisten beeindruckt? Beeindruckt. Ja, also beeindrucken, das ist ein to impress. Der Druck. Der Druck is a German word for pressure actually. Pressure. And we have also learned the word der Eindruck. Der Eindruck. Die Eindrücke. Is impression. Und der Ausdruck. Der Ausdruck, die Ausdrücke is expression. Eindruck, Ausdruck. Okay. Ja, beeindrucken. To impress. Ich bin beeindruckt. I am impressed. Ich bin beeindruckt. I am impressed. Also, die Frage ist, was hat Sie am meisten beeindruckt? Was hat Sie am meisten beeindruckt? What impressed you the most? Und was sagt Petra Nagel dazu? Sie antwortet, sie ist Kulturwissenschaftlerin. Wissenschaftler, Wissenschaft, of course Science, Wissenschaftler, ein Wissenschaftlerin, Scientist, Kulturwissenschaftlerin. Ja? Cultural Studies Expert, Cultural Scientist. Und sie sagt, die Gastfreundschaft war toll. Die Gastfreundschaft, Gast und Freundschaft. Freundlich sein zu den Gästen. Gastfreundschaft, ja. Hospitality, to be hospitable. Hospitality, Gastfreundschaft. Die Gastfreundschaft war toll. Ich war ein paar Mal Gast bei einer traditionellen Kaffeezeremonie. Das gehört zum normalen Leben. Das gehört zum normalen Leben. Gehört? It's part of it. It belongs to. Belongs to normal life, is part of normal life. Das gehört zum normalen Leben. Eine Kaffeezeremonie und Gastfreundschaft. Ja? Kaffeezeremonie und Gastfreundschaft. Die Gastfreundschaft is hospitality. Gast, Entschuldigung, gastfreundlich sein. Ja, to be hospitable. Gastfreundlich sein oder die Gastfreundschaft, Hospitality. Ja? Zeremonie, ja, die Kaffeezeremonie ist, und das gehört zum normalen Leben. Ja? That's part of normal life. Was ist das Besondere? Was ist das Besondere, besonders, especially das Besondere? Bei uns lädt man auch Freunde zum Kaffee ein. Ja, was ist das Besondere? Warum sagen Sie, dass die Kaffeezeremonie Sie beeindruckt hat? Was ist das Besondere? In Deutschland, wir laden auch unsere Freunde ein, ja, zum Kaffee, zum Essen und so weiter. Und Petra Nagel antwortet ja, aber bei uns steht der Kaffee schon fertig auf dem Tisch.
wir laden unsere Freunde zum Kaffee ein, ganz klar, aber bei uns steht der Kaffee schon fertig auf dem Tisch. Und in Äthiopien, was geschieht in Äthiopien? In Äthiopien macht die Gastgeberin alles selbst. In Äthiopien macht die Gastgeberin alles selbst. Und was ist das? Was macht sie denn? Die Zeremonie dauert oft 2 Stunden und da kann man reden, viel reden. Und was passiert da? Was passiert da? Passieren. Was geschieht da? Ja? Die Gastgeberin wäscht die Kaffeebohnen, also Äthiopien ist ganz berühmt für Kaffee und also der Kaffee steht nicht fertig auf dem Tisch, ja, sondern die Gastgeberin, die wäscht zunächst mal die Kaffeebohnen. Ja, die Kaffeebohnen werden gewaschen. Die Gastgeberin wäscht die Kaffeebohnen, dann röstet sie auf einem kleinen Ofen. Ja, dann röstet, ja, to roast, röstet sie auf einem kleinen Ofen und so weiter. Und dann vielleicht macht sie einen Pulver daraus und dann kocht sie den Kaffee. Ja, also Kaffeezeremonie bedeutet nicht, dass man Instant Kaffee nimmt und dazu ein bisschen heißes Wasser dazu gibt und wenn man den Kaffee nicht schwarz trinken möchte, dann ein bisschen Milch oder Zucker und so weiter und ist fertig. Also die Kaffeezeremonie, wie Petra Nagel uns erzählt, in Äthiopien ist etwas anders. Das heißt, das Kaffeekochen fängt mit den Bohnen an, ja? Dass die Bohnen zunächst mal gewaschen und dann geröstet werden, dass die Gastgeberin, hoffentlich auch Gastgeber, die Bohnen waschen und dann rösten, dann vielleicht einen Pulver daraus machen und dann damit dann den Kaffee kochen und dann auch trinken, hoffentlich. Also, das ist typisch vielleicht für Äthiopien, aber nicht für Deutschland. Ja? Das ist der Unterschied. Okay. Sehen wir weiter. Ja, das ist ein Text. Das ist ein kleines Interview mit einem Mädchen. Shirin Madani lebt in Innsbruck. Shirin Madani lebt in Innsbruck. Der Vater ist aus dem Iran, die Mutter aus Österreich. Ja? Der Vater ist aus dem Iran. Yeah, I think we have learned right in the beginning that, of course, there are countries country names in German, some of them come with an article. Most countries are neuter, das, but some countries are either masculine or feminine. For example, ja, die Schweiz und die Türkei sind feminin und zum Beispiel Iran ist der Iran, ja, der Iran oder auch der Irak, ja, with a K in German, der Iran und der Irak, ich glaube, ist auch der Sudan. So these countries are, for example, masculine in German, der Iran, der Irak, der Sudan, and die Schweiz, die Türkei, these are feminine. Okay, that is why we have der Vater ist aus dem Iran, ja? Die Mutter aus Österreich. Ja, was sagt Shirin Madani? Shirin Madani, was sagt sie? Die Frage ist, wie feiert ihr Neujahr? Wie feiert ihr Neujahr? Welches Neujahr? Wir feiern nämlich zweimal. Ich feiere Silvester mit meinen Eltern und vielen Freunden. Und das zweite Neujahr, das feiern wir am 22. März, Nowruz. Kennen Sie das, Nowruz? Das feiern zum Beispiel die Parsis in Indien, die
feiern auch Nowruz, ja. Das feiern wir am 22. März, Nowruz. Mein Vater kommt aus dem Iran, ja. Für ihn ist Nowruz sehr wichtig und in unserer Familie auch. Also in Deutschland, die Deutschen feiern Neujahr einmal, aber in Iran oder ja, die Leute wie Shirin Madani, sie feiern Neujahr zweimal. Einmal Silvester und dann Silvester und Neujahr und dann auch Nowruz. Ja? In Indien, wir haben so viele verschiedene Neujahrfeste. Also ich komme zum Beispiel aus Maharashtra, wir feiern auch Gudi Padwa, das ist auch dann das Marathi-Neujahr, aber es gibt auch Ugadi und es gibt so viele andere Neujahrfeste in Indien. Das ist wirklich eine sehr diverse Kultur. Okay, aber zurück zum Text. Das feiern wir am 22. März, Nowruz. Mein Vater kommt aus dem Iran. Für ihn ist Nowruz sehr wichtig und in unserer Familie auch. Wie feiert ihr Nowruz? Ja, wie feiert ihr Nowruz? Was ist besonders? Was ist das Besondere? Oder was ist besonders? Ja, was sagt Shirin? Wir kochen Fisch und grünen Reis. Wir kochen Fisch und grünen Reis und wir dekorieren einen Tisch, der heißt Haftzin. 7 Sachen. Alle beginnen mit S. Das gehört dazu. Und alles wird neu. Und alles wird neu. Ja, wir dekorieren einen Tisch, der heißt Haftzin, 7 Sachen. Haft. Ja, auch auf Hindi oder auf Urdu, Hafta ist 7 Tage. Haft, 7. Haftzin, 7 Sachen. Alle beginnen mit S. Das gehört dazu. Und alles wird neu. Was heißt das? Alles wird neu. Man muss an Nowruz neu beginnen. Man muss alte Probleme vergessen. Nur so kann das neue Jahr gut werden. Ja? Nowruz, New Day, ein neuer Tag, ein neues Jahr. Ja? Man muss alte Probleme vergessen. Nur so kann das neue Jahr gut werden. Ja? Sie können auch daran denken, Verben mit Präpositionen, denken an. Ja? Sie können auch daran denken, wie Sie zum Beispiel zu Hause Neujahr feiern. Wie oft? Zweimal. Ja? Neujahr feiern, zum Beispiel wenn Sie aus Andhra oder Telangana kommen oder aus Tamil Nadu oder aus Maharashtra oder aus Uttar Pradesh, Bengalien. Wie feiern Sie Neujahr? Ja? Okay. Das ist ein Interview mit Shirin Madani. Shirin Madani hat einen Vater aus dem Iran und Mutter aus Österreich. Ja? Also die Familie hat eine diverse Mischkultur zu Hause und typisch für Österreich wäre Silvester und Neujahr feiern, einmal Neujahr. Ja? Aber hier in Innsbruck bei der Familie Madani zweimal. Okay. Ja, Sie können auch daran denken, Traditionen, was kann man kombinieren? Ja, wie gesagt, Sie können auch daran denken, welche Traditionen sind für Sie wichtig, für Ihre Familie wichtig, welche Feste feiern Sie zu Hause, wie feiern Sie diese Feste zum Beispiel. Und hier haben wir eine Übung dazu, das können Sie auch selber machen. Und was kann man kombinieren? Die Frage ist, was kann man kombinieren? Verwenden Sie jedes Verb mindestens einmal. Ja? Ein Fest, Freunde, das Haus, Neujahr, ein Geschenk, Gäste, den Tisch, besondere Gerichte, 2 Stunden, besondere Kleidung, Probleme
und Verben dauern, feiern, vergessen, mitbringen, kochen, tragen, besuchen, dekorieren. Das ist ganz klar, dekorieren, wir haben das Verb noch nicht gelernt, aber ja, ist ganz klar, was das bedeutet. Ja? Dekorieren, vorbereiten und einladen. Das alles kennen wir. Zum Beispiel, was macht man zu Diwali? Zum Beispiel, Diwali feiern wir in Indien, das Haus dekorieren oder zum Neujahr. Was machen wir alles zum Neujahr? Freunde einladen. Ja, wenn wir Silvester feiern, dann dekorieren wir immer das ganze Haus. Wenn wir Diwali feiern, dann dekorieren wir immer das ganze Haus und so weiter. Es gibt Feuerwerke und alles mögliche. Also Sie können selber mit diesen Verben einen kleinen Text schreiben zum Thema, welches Fest feiern Sie und wie. Gut, also wir haben hier jetzt gesehen 2 Texte zum Thema typische Traditionen oder nicht so typisch. Also wie die Kaffeezeremonie in Äthiopien ist ja typisch, aber wie Shirin Madani feiert Silvester zweimal. Das ist nicht so typisch. Ja? Okay. Und Sie können auch selber schreiben, was und wie Sie feiern. Ja? Okay. Dann können wir die 3 Texte ganz schnell lesen und ergänzen. Bitte lesen Sie mit die 3 Texte. Zuckerfest in der Türkei, Ferragosto in Italien und Mitsommerfest in Schweden. Okay. Ja, Zuckerfest in der Türkei. Zuckerfest in der Türkei. Mit dem Zuckerfest feiern wir 3 Tage lang, 3 Tage lang das Ende vom Ramadan, dem Fastenmonat. Wir ziehen schöne, was an? Was kann man anziehen? Kleider. Wo gibt es Kleidung? Ja, wir ziehen schöne Kleidung an und gehen in die Moschee. Die ganze Familie kommt zusammen, wir kochen und essen gemeinsam und die Kinder bekommen, was können Kinder bekommen an einem Festtag? Ja? Die Kinder bekommen natürlich Geschenke und die Kinder bekommen Geschenke, meistens Geld und Süßigkeiten. Ja? Dann Ferragosto in Italien. Bei uns in Italien ist der 15. August der wichtigste Tag im Blumen, Essen, Feste, Leute, Familie. August, das ist Sommer, also im Sommer. Ja? Bei uns in Italien ist der 15. August der wichtigste Tag im Sommer. Bei uns in Indien ist der 15. August auch wichtig. Ja? Das ist ja, der Tag der indischen Unabhängigkeit, Independence Day, Tag der indischen Unabhängigkeit. Das ist oft auch der heißeste Tag. Die großen Städte sind leer. Leer? Voll? Yeah, voll is full. So leer means empty.
Die großen Städte sind leer. Ist niemand da, ja, in den großen Städten, weil alle Leute mit ihrer was ans Meer oder in die Berge fahren und ein Picknick machen. Ein Picknick macht man im Sommer mit alle Leute mit ihrer Familie, ja, mit ihrer Familie ans Meer oder in die Berge fahren und ein Picknick machen. Überall in den kleinen Orten, am Meer oder in den Bergen, finden was statt? Finden Feste statt. Stattfinden, ja ist klar, stattfinden. Finden Feste statt. Und am Abend gibt es dann oft ein Feuerwerk. Ja, ein Feuerwerk, das kennen wir vom Diwali, nicht? Ja, Feuerwerk, das Feuerwerk. Aber es gibt in Deutschland, glaube ich, kein privates Feuerwerk oder in mehreren anderen Ländern gibt es kein privates Feuerwerk. Es ist immer nur öffentlich, immer nur public. Ja? Und okay, aber in Indien, ja, das kann schwierig sein im Diwali. Okay. Mitsommerfest in Schweden. Mitsommerfest in Schweden. Mitsommer, ja, Mitte, Mittwoch, Midweek, Mitsommer. Mitsommerfest in Schweden. Mittag. Wir feiern Mitsommer immer an einem Wochenende um den 24. Juni. Also nicht genau am 24. Juni, aber um den 24. Juni. Ja, Grund dafür, ja vielleicht, der 21. Juni ist der längste Tag des Jahres. Das ist der längste Tag im Jahr. Wir schmücken den Mitsommerbaum und tanzen dann um ihn herum. Ja, wir schmücken, wir dekorieren, das hatten wir gerade, ne? Wir dekorieren, wir schmücken. Der Schmuck ist auch das Wort für Jewelry. Ja? Jewelry is also Schmuck in German. Schmücken ist dekorieren. Wir schmücken den Mitsommerbaum und tanzen dann um ihn herum. Manche tragen traditionelle Kleidung, manche Leute. Manche Leute tragen traditionelle Kleidung und die Kinder und Frauen haben was im Haar, das ist ganz normal, nicht für Indien, was tragen viele Frauen im Haar? Ja, Blumen im Haar. Und die Kinder und Frauen haben Blumen im Haar. Die Männer können das auch machen. Ich weiß nicht, warum nicht, aber ja, und haben Blumen im Haar. Wir singen und tanzen oft die ganze Nacht. Wir singen und tanzen oft die ganze Nacht. Auch das, was ist wichtig? Auch das Essen ist wichtig. Natürlich, bei einem Fest ist das Essen das Wichtigste. Ja, auch das Essen ist wichtig. Kartoffeln und Hering und dann Erdbeeren. Ja? Kartoffeln und Hering. Hering ist eine Art von Fisch. Hering und dann Erdbeeren. Strawberries. So, hatten wir Sommer schon, ne? Sommer hatten wir auch, ja. Also, das sind unsere 3 Feste. Zuckerfest in der Türkei. Das ist am Ende von dem Monat von Ramadan, von dem Fastenmonat Ramadan.
Also wir feiern auch Eid am Ende von Ramzan oder Ramadan. Dann Ferragosto in Italien ist ein Sommerfest am 15. August. Ja? Und mit Sommerfest in Schweden ist also um den 24. Juni. Und ja, gut. Und dann haben wir die Frage noch einmal, und was feiern Sie? Ergänzen Sie die E-Mail. Ja? Also wir können auch die Wörter und Ausdrücke aus diesem Teil benutzen. Repeat. Ja, und dann kommt die Frage, was feiern Sie? Ja? Ergänzen Sie die E-Mail. Hallo Lisa, du kommst doch nächste Woche, oder? Das ist toll, denn da feiern wir was? Bitte machen Sie diese Übung, bitte machen Sie diese Aufgabe. Schreiben Sie, was Sie feiern bei diesem Fest. Was passiert bei diesem Fest? Was machen die Leute? Was machen Sie? Wie lange dauert das? Was gibt es zum Essen? Ja? Und was ist das Besondere bei diesem Fest? Also schreiben Sie einen kleinen Text. Sie können natürlich auch diese Wörter, Verben und Ausdrücke benutzen und auch das Vokabular aus diesen Texten können Sie auch benutzen und dann diese Aufgabe lösen. Einen kleinen Text schreiben über ein Fest, das Sie feiern. Ja? Gut, also wir sind jetzt dann so weit, dass wir zu einem anderen Thema kommen. Und das andere Thema ist nämlich unterschiedliche kulturelle Erfahrungen. Ja? Unterschiedliche kulturelle Erfahrungen. So, I will switch to English for a very brief while. We have this section here, section 3. Sehen Sie die Zeichnungen an. Was sind die Probleme? Beschreiben Sie. Yeah? So, in the first picture or the first sketch, we can see a boy sitting in front of somebody a little older. The boy is looking at the table and the older man is looking directly at the boy. And the boy is thinking, warum sieht mich so an? Ja? Warum sieht mich so an? Ansehen, jemanden ansehen. Ja? Warum sieht mich so an? Klar, why is he looking at me like that? Yeah? Okay. Any idea the problem? You can think about it. In der zweiten Zeichnung gibt es eine Party und wir haben noch einmal unseren Freund hier und alle anderen Leute gucken ihn an. Und ja. Und bei der dritten Zeichnung stehen die Leute an einer Ampel und aber unser Freund überquert die Straße, er geht drüber und der Mann da hinten ruft, es ist rot. Also bei Rot darf man nicht überqueren. Okay. Ja. Und zu den Zeichnungen haben wir dann diese 3 Texte. Die Nachrichten von Dursun. Dursun ist jetzt unser Freund Dursun und er schreibt an seinen Freund 3 Nachrichten. Also, ich habe es geschafft. Ich kann
Ich kann bei Professor Schneider meine Diplomarbeit. Ja, wir haben dann 3 SMS-Nachrichten von unserem Freund Dursun an einen anderen Freund und welche SMS passt zu welchem Abschnitt in der E-Mail. Ja, die E-Mail von seinem Freund ist da. Aber jetzt lesen wir mal die SMS-Nachrichten von Dursun. Ich habe es geschafft. Ich kann bei Professor Schneider meine Diplomarbeit schreiben. Aber ich war ganz unsicher. Er hat mich immer so komisch angesehen, direkt in die Augen. Habe ich was falsch gemacht? Also, Dursun kommt aus einer anderen Kultur. Der Professor sieht ihn direkt an, aber Dursun sieht nach unten, ja, und nicht sieht den Professor nicht direkt in die Augen. Okay. Und dann schreibt er noch von der Party. Neulich war ein gemütlicher Abend bei meinem Arbeitskollegen Alex. Alle haben die Schuhe ausgezogen, aber gestern auf der Geburtstagsparty bei meiner Nachbarin war ich der Einzige in Socken. Das war vielleicht ein blödes Gefühl. Ja? Also, die anderen sehen ihn alle an, weil er seine Schuhe ausgezogen hat. They're all looking at his feet because he has removed his shoes and he's in socks. Okay, while all the others are in their respective footwear. Okay, und dann die nächste und die dritte Nachricht. Ich verstehe das nicht, sagt Dursun. Die Ampel war rot, ja, die Ampel war rot, aber keine Autos auf der Straße. Die Straße war leer. We had the word leer earlier, empty, die Straße war leer. Als ich über die Straße gegangen bin, hat jemand, es ist rot, gerufen. Ich warte doch nicht, wenn keine Autos fahren. Manche Leute sind wie Polizisten. Ja, Also, these are fairly typical situations you will also come across if and when you go to Germany. Whether it's an empty road, there's nobody on the road, you have to cross the road, you're at a zebra crossing, the pedestrian signal is red, there is nobody in sight. Do you cross the road or not cross the road? So it's a very common kind of a cultural conflict that one experiences in a country like Germany. Okay, so here we have 3 situations through which Dursun has gone and then written to his friend about it. Und dann kommt die Antwort von dem Freund. Lieber Dursun, endlich eine Antwort von mir. Ja, die Sache mit den Schuhen, mach dir keine Sorgen. Dafür gibt es keine klare Regel. Man weiß nie genau, wie es mit den Schuhen in der Wohnung ist. Dafür gibt es keine klare Regel. Regel, Rules. Man weiß nie genau, wie es mit den Schuhen in der Wohnung ist. Manche Leute sind da ganz streng und haben sogar Hausschuhe für die Besucher. Manche Leute sind da ganz streng. Strict. Streng ist strict. Und haben sogar Hausschuhe für die Besucher. In manchen Häusern lassen die Leute aber die Schuhe auch an. Da musst du einfach fragen. Das ist mit den Schuhen. Und mit den Schuhen, das ist dann welche Situation? 2. Ja? Das ist dann die SMS-Nachricht Nummer 2. Und an der Ampel bleibt man eigentlich stehen, wenn sie rot ist.
Wenn Kinder, besonders wenn Kinder an einer Ampel warten, dann solltest du wirklich nicht bei Rot gehen. Ampel, Signal, ja, das ist dann die Nachricht Nummer 3. Und der Professor war nicht böse oder unzufrieden. Der Professor hat ihn direkt angeguckt und Dursun hat gedacht, vielleicht ist der Professor böse, ja? Vielleicht habe ich etwas falsch gemacht. Aber der Freund sagt, und der Professor war nicht böse oder unzufrieden. Wenn er dir in die Augen sieht, if he looks you straight into the eye, heißt es, dass er dir zuhört. That means he's listening to you. Bei uns findet man es unhöflich, wenn man jemanden in einem Gespräch nicht ansieht. Yeah? So, while in one culture it might be polite for the younger people to not look directly at older people in a conversation, and perhaps that is why Dursun here is looking downwards. But the friend clarifies that in the German context, in the German culture, it is very, very important to look directly at people when you're talking to them, but not just in German cultures. I mean, this is now universally in in most contexts. I think if you're having a one-to-one conversation, especially if you're having a one-to-one conversation, then it is very important that you look at the person and talk, and look at the person while listening to her or to him. Okay, so this is obviously SMS Nachricht Nummer 1. Okay, ja. Was sollte man machen? Formulieren Sie Ratschläge mit den Informationen aus der E-Mail. Ja. This you can also basically make sentences based on this. So, for example, hier ist ein Ratschlag. Da musst du einfach fragen. Der Freund sagt zu Dursun, ja, also ob du jetzt die Schuhe ausziehen musst oder nicht, einfach fragen. Ja? Okay, so we have seen something about celebrating traditional festivals, we have seen something about cultural differences. Okay, and it's always very, some of the things that you can take away from here are basically openness. It is always good to be open. If you are not sure about something, ask. Simplest thing. Okay, just ask whether you should keep your shoes on or not. You need not ask, I mean, if you're standing at a signal, obviously, but the friend also clarifies, if you notice, wenn Kinder an einer Ampel warten, dann solltest du wirklich nicht bei Rot gehen. Yeah? So the friend also further clarifies that especially if there are children waiting at the pedestrian crossing, then don't become a bad example for them. Then don't cross when it is red. Okay. So which means the friend also is leaving some margin for chalta hai types sometimes. Okay, not always, but sometimes you're alone, there's nobody else, and then like half a kilometer this side, half a kilometer that side, there is not a soul in sight. Probably you can cross the road, but especially if you're waiting at a signal where children are waiting with you, then don't become bad example for the children. That's what the friend is implying. And of course, the third one, as I already said, wenn man jemanden in einem Gespräch, sollte man direkt ansehen, ja, in die Augen. Okay, so this is a little bit about. Dann haben wir Nummer 4. Das macht man bei uns nicht.
Kulturknigge. Lesen Sie die Forumsbeiträge, wählen Sie zu zweit eine Situation und spielen Sie die 2 Varianten im Kurs vor. Ja? Das machen wir nicht. Wir spielen die 2 Varianten nicht im Kurs vor, aber Sie können die Forumsbeiträge lesen und zum Beispiel Schneebär sagt, wenn ich mir die Nase putzen muss, dann nehme ich ein Taschentuch. Nase putzen, nehme ich ein Taschentuch, sehe zur Seite und mache das so leise wie möglich. Da kann man doch nichts falsch machen. Aber Nana sagt, ein Taschentuch nehmen und die Nase putzen, das ist bei uns unhöflich. Das ist unhöflich. Das sollte man auf keinen Fall tun. Auf keinen Fall. Überhaupt nicht. Das sollte man auf keinen Fall tun. Auf keinen Fall. Oder keinesfalls. Keinesfalls. Oder auf keinen Fall. No way. Never. Not at all. No way. Okay. In no instance, in no case. Definitely not. Etc. Ich gehe zur Toilette oder ich ziehe die Nase hoch. So macht man das bei uns. Tintin sagt, wenn die Suppe sehr heiß ist, dann rühre ich mit dem Löffel und esse ganz vorsichtig und leise. Tintin sagt, wenn die Suppe sehr heiß ist, dann rühre ich mit dem Löffel und esse ganz vorsichtig und leise. Aber Surang meint, man kann doch die Suppe auch vom Löffel schlürfen. Schlürfen, ja. Dann hört man, dass sie gut schmeckt, dass die Suppe gut schmeckt. Und so weiter, ja. Also, Sie können mit dieser Aufgabe können Sie selbst arbeiten, lesen und verstehen und dann vielleicht auch spielen. Wir kommen dann zu dem ersten grammatischen Element von Lektion 12 und müssen das ganz schnell jetzt sehen. Nebensätze mit damit und umzu. Ja? In order to. Ja? So that. Zum Beispiel, der Gastgeber bietet mehrmals Essen an, damit alle Gäste satt werden. The host offers food several times, mehrmals, so that all guests eat well. Satt werden. Satt werden. Ich bin satt. Ich werde satt. Ich bin satt. Satiated. Okay. I am full. I've eaten well. Ich bin satt. Damit alle Gäste satt werden. Man sagt zuerst Nein, wenn der Gastgeber mehrmals Essen anbietet, dann sagt man zuerst Nein, danke. Einmal vielleicht, zweimal, aber dann nimmt man doch etwas. Ja? Man sagt zuerst Nein, damit man nicht unhöflich wirkt. Oder man sagt zuerst Nein, um nicht unhöflich zu wirken. Ja? Okay. So for example, let's take the last exchange between Big Ben and Jessie. Big Ben sagt, man sitzt privat zusammen beim Essen, man sitzt zu Hause mit Freunden beim Essen. Der Gastgeber fragt, Host, der Gastgeber fragt, ob jemand noch etwas will, ob jemand noch etwas essen will. Wer Ja sagt, bekommt noch etwas, wer Nein sagt, bekommt nichts. Ganz einfach. Ja? Es ist ganz einfach. Wenn der Gastgeber fragt, möchten Sie noch etwas? Would you like some more? Sagen Sie einfach Ja oder Nein. Wenn Sie noch Hunger haben, sagen Sie Ja. Oder wenn Sie satt sind, sagen Sie Nein. Ja? Ganz einfach. Aber Jessie meint, nein, das kann man bei uns nicht machen. Man muss zuerst ein paar Mal Nein sagen. Also zuerst der Gastgeber fragt, möchten Sie etwas noch?
und man sagt nein, danke. Auch wenn man noch Hunger hat, soll man sagen nein, danke. Das ist aus Höflichkeit, das ist höflich. Ja? Erst dann sagt man ja und bekommt noch eine Portion. Ein paar Mal Nein sagen und dann irgendwann Ja sagen und dann bekommt man noch eine Portion. Wenn man gleich Ja sagt, wirkt das gierig und unhöflich. Gierig. If one immediately says yes, yes, I want more, then yeah, seems greedy and impolite, unhöflich. Ja, dann kommen wir zu dem ersten grammatischen Element, Nebensätze mit damit und zu, so that, in order to. These are the clauses that help us to express some things which we want to, where we want to say he does so and so that this happens or in order to do this. Okay. So for example, der Gastgeber bietet mehrmals Essen an, damit alle Gäste satt werden. To be satiated. Man sagt zuerst, Jessie sagt zum Beispiel, man sagt zuerst Nein, damit man nicht unhöflich wirken. In this case it is to appear. In this case it is to appear, wirken. Ja? Oder man sagt zuerst Nein, nicht unhöflich zu wirken. Ja? Nicht unhöflich zu wirken. Damit und zu. Zu wirken oder damit. Ja. Nebensätze mit damit und zu. Very simple. Subjekt im Satz 1 ist nicht gleich wie Subjekt im Satz 2. Man benutzt damit. Subjekt im Satz 1 ist gleich wie Subjekt in Satz 2. Man darf entweder damit oder zu benutzen. Okay. So very quickly an exercise with the first element of grammar of this lesson, lesson 12. Das macht man bei uns nicht. Was planen die Personen? Bilden sie Sätze mit zu. Er trifft seine Freunde, ich lerne Deutsch, du informierst dich über deine Reise, sie besucht ihre Tante und wir kaufen für das Fest ein. Ja? Bilden Sie Sätze mit zu, in order to, ja, zu. Ich mache einen Sprachkurs, um Deutsch zu lernen. I'm doing a language course in order to learn German, ja? Deutsch zu lernen. Im August fährt Carina nach Paris. Carina ist ja eine Frau. Also sie besucht ihre Tante, ihre Tante zu besuchen. Ja? Ihre Tante zu besuchen. Wir fahren zum Supermarkt. Was kann man im Supermarkt machen? Einkaufen. Wo ist einkaufen? Wir kaufen für das Fest ein. Ja? Bei trennbaren Verben, einkaufen ist ein trennbares Verb, steht zu hinter dem Präfix. Ja? Zum Beispiel einzuladen. Ja? Also einkaufen, einzukaufen. Wir fahren zum Supermarkt, für das Fest einzukaufen. Ja? Für das Fest einzukaufen. We are going to the supermarket in order to pick up stuff for the party, for the festival, for the celebration, for the party. Ahmed geht ins Café. Was kann man im Café machen? Hier. Deutsch lernen, das haben wir schon. Tante besuchen, das macht Carina. Ja, er trifft seine Freunde. Im Café kann man auch Freunde treffen. Also
Ahmed geht ins Café, seine Freunde zu treffen. Seine Freunde zu treffen. Ist klar? Ahmed goes to the cafe, to the restaurant, in order to meet his friends. Und du rufst im Reisebüro an. You're calling the tourism office or du rufst im Reisebüro an, Travel Agent. Du informierst dich über eine Reise, ja? Also dich über eine Reise zu informieren. Zu. In order to. Zu, you can use provided the subject is the same in the main clause and the subordinate clause. Okay. Schreiben Sie die Sätze mit damit oder zu. Ja? Verwenden Sie zu, wenn es möglich ist. Wann ist es möglich? Zu ist möglich, wenn Subjekt 1 und Subjekt 2 sind gleich. Okay. So, Karim kommt pünktlich ins Restaurant. Subjekt Karim. Seine Freundin muss nicht warten. Subjekt seine Freundin. Nicht gleich. Also, wir können zu nicht benutzen. Wir müssen damit benutzen. Gut. Karim kommt pünktlich ins Restaurant, damit seine Freundin nicht warten muss. So Karim comes on time to the restaurant so that his friend, his girlfriend, doesn't have to wait for him. Ja? Alle ziehen die Schuhe aus, die Wohnung wird nicht schmutzig. Alle ziehen die Schuhe, alle Leute, alle Besucher, alle Gäste. Alle ist Subjekt. Die Wohnung wird nicht schmutzig, die Wohnung. Nicht gleich, also damit. Alle ziehen die Schuhe aus, damit die Wohnung nicht schmutzig wird. Ja? Alle ziehen die Schuhe aus, damit die Wohnung nicht schmutzig wird. Damit die Wohnung nicht schmutzig wird. Schmutzig, ja, dirty, schmutzig. We have done earlier Schmutz, der Schmutz is dirt, schmutzig, der Schmutz is dirt, schmutzig is dirty, and pollution is Verschmutzung. Die Verschmutzung. Sorry, we'll write it here. Die Verschmutzung is pollution. And we have done earlier that Verschmutzung we can combine with Wasserverschmutzung, Luftverschmutzung, Lärmverschmutzung, so water pollution, air pollution etc. Okay. Schmutz, schmutzig. Man spricht im Restaurant nicht zu laut, man stört die anderen Gäste nicht. Ja? Man spricht im Restaurant nicht zu laut, man stört man, wir können, wir dürfen, zu benutzen, verwenden. Ja. Man spricht im Restaurant nicht zu laut, die anderen Gäste nicht zu stören. Die anderen Gäste nicht zu stören. Ja? Okay. So basically, damit and zu
two possibilities of combining sentences, so that, and in order to, and all you have to remember is you can use zu if the subject in both sentences is the same, otherwise do not use damit. Okay. Gut, dann machen wir noch weiter. Ja, es gibt this thing about gut gesagt, das Du anbieten, das Du anbieten. So usually when you get to know a person newly, then you begin to talk to them with Sie. At some point of time when it changes into a friendship, then you may start addressing the person with Du. Also, man sagt, wollen wir uns nicht duzen? Wollen wir uns nicht duzen? Why don't we say du to each other? Duzen und so duzen und, if you look at another section, you find the word sitzen. Sitzen und duzen. To say du and to say sie. Sitzen und duzen. Okay. So at that point where the relationship becomes a little informal, friendship, then we can actually offer the du form by saying maybe wollen wir uns nicht duzen vielleicht, oder sollen wir nicht du sagen, or somebody can ask you this question und die Antwort, the response, ja gerne, also ich bin Valentin und ich bin Sandra. Whenever this, it's a kind of a small cultural ritual, whenever it happens, whenever two people shift from sie to du, then they also tell the other person how they would like to be addressed or how they are normally addressed. Okay. So otherwise when it is a formal relationship, you are still addressing the other person as Herr Müller or Frau so and so, etc. Okay. So, and when you begin duzen, then you usually use the first name. Okay. Also, die Situationen. Ein Schulkind fragt eine Frau nach der Uhrzeit. Schulkind fragt eine Frau, wie spät ist es? Ja? Sie. Ein Student fragt einen anderen Student nach der Mensa. Ein Student, einen anderen Student, du. Ein Mann fragt einen Polizisten nach dem Weg zum Bahnhof. Ist besser, ne? Sie. Eine Frau fragt einen älteren Herrn nach einer Apotheke. Apotheke? Ja, Pharmacy. Ja, sie, ihr neuer Kollege bittet den Chef um einen Termin. Muss ja sie sein. Bei einer Bergtour fragt ein Mann einen anderen, wie weit es noch bis zum Ziel ist. Bei einer Bergtour, a mountaineering tour, fragt ein Mann einen anderen, one person asks another, wie weit es noch bis zum Ziel ist. How far is it still up to the top, to the destination, Ziel? Ja, das ist eine interessante Frage, also sie oder du. Vielleicht sind die zwei Männer ein paar Tage schon zusammen, vielleicht haben sie sich schon miteinander befreundet, das heißt, dann können sie du sagen zueinander, oder vielleicht beide sind möglich in diesem Fall. Okay, so basic thing is a formal relationship in the beginning, you are addressing people with Sie, you use Herr or Frau and then the family name usually, but at any point you can, or at a given point when you feel that the relationship has become a little informal, can become a little informal, then what you do is
das Du anbieten, ja, to offer the Do form. And you can say, wollen wir uns nicht duzen vielleicht oder sollen wir nicht du sagen, shall we address each other as du, and then of course yes, normally nobody says no, but and then when this happens, when the other person says yes, then it is done for that you should also reintroduce yourself with your first name. Okay, gut. Dazu gibt es auch eine Übung hier und damit wird auch das letzte Element eingeführt, Relativsätze. Yeah, we'd spoken in the beginning that we will be looking at relative sentences. There is a small additional aspect of the relative sentences that is introduced here. We have already seen the relative sentence or relative clauses in lesson 11. Here we have relative Pronomen im Akkusativ und Relativsätze im Akkusativ. Ja? Zum Beispiel, das ist ein guter Freund von mir. Ich duze ihn natürlich. Ja? Das ist ein guter Freund von mir. Ich duze ihn natürlich. Wir kombinieren die beiden Sätze mit einem Relativsatz. Das ist ein guter Freund von mir, den ich natürlich duze. Ja? Also ich duze den Freund. Ich duze den Freund. Ich duze ihn becomes in the relative clause den. Yeah? Becomes in the relative clause den. We have seen in the last in lesson 11, der Mann, der dort steht, ist mein Kollege. Der Mann ist mein Kollege, der Mann steht dort. Both are nominative. Here we have, das ist ein guter Freund von mir, der Mann ist ein guter Freund von mir, ich duze ihn. Yeah? So in the second sentence, the man is in the accusative case, and when we use, when we combine that with the relative clause, then we have to use the accusative form of the relative pronoun for masculine, which is den. Okay. Ich sieze ältere Menschen, ich kenne sie nicht. Ältere Menschen, ich kenne sie nicht, ich sieze sie. Ja? Ich sieze ältere Menschen, ich kenne sie nicht, Plural, Relativpronomen die ich nicht kenne. Ich sieze meine Chefin, ein Kollege von mir duzt sie, die Chefin. Ich sieze meine Chefin und ein Kollege von mir duzt sie. Feminin, die Frau, die. Die, ein Kollege von mir duzt. Okay. Und ihre Freunde, Bekannten schreiben sie Relativsätze. Ja? Okay. Clara zum Beispiel ist eine Kollegin, die ich Clara, die ich schon duze. Ja? Oder Freunde, ich treffe sie oft. Das sind, Verzeihung, meine Freunde, die ich oft im Café treffe. Ja, ups. Die ich oft im Café treffe. Also, so kann man Relativsätze bilden mit dem Nominativ oder mit dem Akkusativ, und das Relativpronomen im Akkusativ ist wiederum gleich wie der bestimmte Artikel, ja? Wie der bestimmte Artikel, den, das, die. Okay. Dann gibt es auch eine Übung dazu. Gerd isst am liebsten Pizza, die er selbst gemacht hat. Die Pizza hat Gerd selbst gemacht und er isst sie am liebsten. Er fährt oft mit dem Fahrrad, seine Freundin hat es ihm geschenkt.
he travels off with the cycle. His girlfriend has gifted him the cycle, which, ja, seine Freundin hat es, das Fahrrad, ihm geschenkt. Fährt oft mit dem Fahrrad, das seine Freundin ihm geschenkt hat. Ja? Und so weiter. Yeah, so do all these exercises, please practice these exercises, and for example, Relativpronomen im Nominativ oder Akkusativ. Markieren Sie und ergänzen Sie dann: Ich habe mir eine Hose gekauft, die mir gut steht. Die Hose steht mir gut. Die Hose steht mir gut. Das ist Nominativ. Ja? Ich habe mir eine Hose gekauft, die gerade modern ist. Die Hose ist modern. Auch einmal richtig. Nominativ. Ich habe mir eine Hose gekauft. Ich will die Hose auf dem Fest tragen. Ich will tragen die Hose. Akkusativ. Die ich also, die gerade modern ist und die ich auf dem Fest tragen will, aber das ist Akkusativ. Ja? Ich habe gestern ein Auto gesehen, oder machen wir vielleicht ein Freund. Ja? Clemens ist ein Freund. Ich kenne ihn seit der Schulzeit. Ja? Also den ich seit der Schulzeit kenne. Ich kenne. I know Clemens. Clemens is a friend whom I know since school time. Ja? Clemens ist ein Freund, immer gute Laune hat. Er hat immer gute Laune. He's always in a good mood. Der immer gute Laune hat. Und Clemens ist ein Freund, ich treffe ihn oft. Den ich oft treffe. Ja, es gibt mehrere Aufgaben und Übungen im Arbeitsbuch und im Kursbuch. Bitte machen Sie das. Und Sie können natürlich sich melden, zurückkommen und fragen, wenn Sie Probleme haben. Also, um das ganz schnell zusammenzufassen, in ein paar Minuten. Ja, bei Lektion 12 haben wir Nebensätze mit damit und umzu gelernt. Die Nebensätze mit damit und umzu antworten auf die Frage wozu, zu welchem Zweck macht man etwas, tut man etwas. Und das ist ganz einfach, wie wir das auch geübt haben ein bisschen. Der Gastgeber bietet mehrmals Essen an, damit alle Gäste satt werden. Ja? Damit alle Gäste satt werden. Was man immer beachten muss, wenn Subjekt 1 und Subjekt 2 in den zwei Sätzen, die zwei Subjekte, wenn das gleich ist, dann darf man damit benutzen oder umzu, ist egal. Aber wenn das Subjekt nicht gleich ist, dann darf man umzu nicht benutzen. Dann nur damit. Ja? So if there are two different subjects in the two different sentences which you want to combine, the subjects are different, then don't use umzu. Use only damit. That's the clauses with damit and umzu, and then we have seen additional forms of the relative clause, a relative clause with an accusative object, and very simple. You have to, a relative clause, as we have seen, we use, the connector is usually only the definite article, corresponding definite article, and the connector is actually called the relative pronoun. Okay, and in German the relative pronoun is the same form, or the same actually as the definite article would have been for that particular noun or pronoun. Okay. So for example, ich dutze ihn, we saw here, ich dutze ihn. Now ihn is masculine, singular, accusative. The corresponding definite article is den.
So, the relative pronoun for this would be den. Das ist ein guter Freund von mir, den ich natürlich duze. Okay. A little more exercise and it should be clear. Also, please, whenever you solve grammar exercises, please make sure that you read the sentences aloud. It's very important while learning a language to read aloud, and please read them aloud and repeatedly so that you get used to the sound and the rhythm of longer complex sentences. Okay. Yeah, and then we have gone through a little bit of cultural sensitization, so to say, that when we say something is typically German or typically Austrian, well, there can be many kinds of typicalities, if that word is allowed. And we saw how to celebrate certain festivals, and you can also write a small text about how or which festival you celebrate and how you celebrate it. Okay. And then we have seen what happens when there are cultural differences among people, but mostly it is just openness that works. Just be open, be polite. That's what works. Ja? Okay. Ja, und damit sind wir am Ende von Lektion 12 und auch von unserem Kurs Deutsch A2 oder German 2. Vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben. Alles Gute und viel Spaß im Leben. Auf Wiedersehen.